Ein deutscher Achterbahnhersteller wird verklagt, es gibt neue Achterbahnen weltweit, es gibt neue Fahrgeschäfte für Deutschland sowie auf der Reise in Deutschland. Also die Kirmes wird auch wieder interessant. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass wir uns treffen können und viele Updates zu vergangenen Themen. Das alles jetzt wieder komplett zusammengepackt in diesem News-Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Review Video Magazin und einem neuen News-Video meinerseits mit vielen neuen Sachen und einigen Updates aus der Vergangenheit, die ihr in den letzten News-Videos schon gesehen habt, und wir müssen über einiges nochmal sprechen und es ist einiges Neues dazugekommen. Und vorneweg direkt eine Neuheit, wo ihr auch noch hier was gewinnen könnt, und zwar Fairground Online. Ab heute, dem 16. Januar 2026, ist Fairground Online online. Auf Steam könnt ihr das Spiel ab jetzt runterladen, die ultimative Fahrgeschäftssimulation. Ihr steuert Thrill, Licht und die ganze Atmosphäre. Ihr werdet quasi also selber zum Schausteller und oder Rekommandeur und bedient Fahrgeschäfte. Also das absolute Kirmesabenteuer halt. Bevor ich euch da ein bisschen mehr zu erzähle und vor allem was es zu gewinnen gibt, gucken wir uns erstmal zusammen kurz den Trailer zu Fairground Online an. Da noch mal ein bisschen ausgeholt. Ihr könnt Bügel kontrollieren, Tickets einsammeln, das Licht steuern, Nebel, Feuereffekte steuern, die LEDs steuern, das Fahrgeschäft selbst natürlich komplett steuern oder auch als Besucher selbst über den Kirmesplatz laufen. Das sogar mit mehreren Spielern zusammen. Es gibt einen Tag- und Nachtwechsel. Es gibt verschiedene Wetterbedingungen, ob die Sonne scheint oder es regnet. Und selbstverständlich darf es nicht fehlen, dass ihr auch auf einer Jinglebox rumdrücken könnt. Und wenn ihr Bock habt, dass wir das Ganze hier mal in einem Livestream am Kanal euch zeigen und uns selber auch dann angucken, zusammen mit Coaster Galaxy World, die hinter Fairground Online stehen, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und die Jungs und Mädels haben uns auch für euch 3 Steam-Codes überlassen. Das bedeutet, 3 von euch können Fairground Online schon bald spielen und ausprobieren. Und ich habe mir gedacht, ey, wir machen jetzt zwar Freitag das News-Video, aber es wäre doch schon cool, wenn ihr am Wochenende mit einsteigen könnt, und News sind eh immer kurzlebig. Wie wäre es, wenn wir das Ganze bis Sonntag machen? Und wer bis jetzt Sonntag, den 18. Januar 2026, 7 Uhr morgens einen Kommentar mit Fairground Online X Ride Review unten in die Kommentare schreibt, der bekommt von mir einen Steam-Code zugeschickt. Das bedeutet, ihr könnt das dann direkt runterladen und direkt Sonntag schon spielen, wenn ihr einen Computer habt mit Windows. Für alle anderen, bei denen es dann nicht reicht, die können dann auf Steam auf Fairground Online kaufen. Und da wir 3 Steam-Codes haben, habe ich gedacht, machen wir es direkt auf 3 Plattformen. Und zwar natürlich hier auf YouTube, unten in den Kommentaren, da gibt es einen Steam-Code. Und dieses Video ist nochmal als Fotobeitrag auf Facebook sowie auf Instagram. Und auch da in den Kommentaren jeweils einen Steam-Code. Und alle Kommentare bis, wie gesagt, Sonntag 7 Uhr werden berücksichtigt. Der Zufall entscheidet, und dann schreibe ich euch an und dann bekommt ihr von mir den Steam-Code zugeschickt. Das einmal vorneweg. Linkliste und alle Infos, die ihr noch zu Fairground Online braucht, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Aber grundsätzlich denke ich mal, ist das auch eine spannende, interessante Sache für die meisten, und deswegen muss das auf jeden Fall auch vorne hier direkt mit in das News-Video rein. Und bevor wir zu den weiteren Kirmes-Themen kommen, kommen wir vielleicht erstmal zu Freizeitparks und Park Bagatelle. Ist ein sehr schöner kleiner Freizeitpark, der super interessant ist. Ich mag ihn auf jeden Fall. Und es wird 2026 eine Neuheit geben. Und diese Neuheit wird auf den Namen Northstorm hören und wird eine 33 Meter hohe 360 Grad über Kopf Schaukel. Geliefert wird das Ganze von Technical Park, und ab 1,40 Meter könnt ihr auch mitfahren, und damit gibt es die zweite Variante dieser Schaukel in ganz Frankreich. Von einem unserer Nachbarländer nach Deutschland zu der Firma Mack Rides, und da haben wir in den vergangenen Videos ja auch sehr ausführlich über Stardust Racers gesprochen und den Zwischenfall in Universal Epic Universe. Zu Epic Universe gibt es hier am Kanal auch schon einige Videos, wenn euch das interessieren sollte, und es kam ja bei Stardust Racers zu einem Unfall, infolgedessen derjenige verstorben ist, und die Untersuchungen, die offiziellen Untersuchungen, haben ja festgestellt, dass das Ganze ein Unfall war und es keine technischen Mängel gab und ebenfalls auch keine operativen
Defizite oder Mängel. Also weder Hersteller noch Park haben was mit dem Tod des 32-Jährigen zu tun. Und selbst der Opferanwalt hat davon abgesehen, erst einmal weiter rechtlich gegen den Park vorzugehen. Das haben wir auch schon berichtet. Aber jetzt laut Breisgau Live, die sich auf einen Bericht von Tampa Bay Times berufen, hat nun ein Anwalt aus Orlando Klage eingereicht. Und in der Klageschrift sollen 5 Betroffene von Kopf- und Wirbelsäulenverletzungen berichten, darunter Gehirnverletzungen, Blutungen und Rückenmarksschäden. Alter, wie soll man das denn hingekriegt haben? Und die Leute hätten sich den Kopf am Vordersitz gestoßen. Und da frage ich mich noch mehr, wie man das hinbekommen soll. Wenn ihr schon mal Blue Fire im Europapark gefahren seid, das sind eigentlich die gleichen Sitze. Wie soll man sich den Kopf am Vordersitz stoßen? Aber ich will da jetzt nicht zu viel persönliche Meinung einfließen lassen. Und im Weiteren geht es darum, dass Mug Rides wohl die Bahn nicht so entworfen haben soll, dass sie in einem Normalbetrieb nicht zu Verletzungen führt. Aber da muss ich auch nochmal sagen, das ist Schwachsinn. Und das Ganze ist so weit dahergeholt, dass auch irgendwie nur lächerliche $50.000 jeweils gefordert werden, was halt wirklich ein Witz ist bei den Summen, die sonst in den USA bei irgendwelchen Klagen irgendwie auf dem Tisch liegen. Ob und wie überhaupt Mug Rides da zur Verantwortung gezogen werden kann, ist übrigens noch unklar. Aber trotz allem auch euch einmal hier informiert über die Thematik. Und wenn wir schon mal in Florida sind, bleiben wir da auch direkt, denn es gibt eine neue Lego-Achterbahn. Die ist aber nicht aus Klemmbausteinen gebaut, sondern kommt von der Firma Art Engineering aus Deutschland. Und Galactic Coaster wird das Ganze heißen und im Legoland Florida eröffnen. Und das Ganze ist ein Indoor-Coaster, zu dem es dann jetzt von Lego auch schon so einen kleinen Teaser gibt, wo man ein bisschen was sehen kann, was schon vielversprechend ist. Ich bin da sehr gespannt. Eröffnung ist jetzt für Februar geplant. Und im Juni zieht das Legoland Kalifornien, also an der anderen Küste der USA, am anderen Ende quasi, nach und eröffnet exakt die gleiche Bahn in dem Legoland. Auch ein spannendes Konzept, aber beide halt sehr weit auseinander und super interessant, was Art Engineering wohl da gebaut hat und wie das Ganze dann fahren wird, das werden wir uns auf jeden Fall in Zukunft dann auch einmal anschauen müssen. Maru, Junbi Bantan da. Wenn wir schon bei Februar sind, ich hatte es schon mal erwähnt, aber wollte es hier auch auf jeden Fall nochmal auf die Agenda rufen, weil es jetzt nah gerückt ist und die meisten vielleicht jetzt wissen, ob sie wirklich Zeit haben. Und im Februar sehen wir uns, wenn ihr da hinkommt, in Berlin bei der VDFU Connex. Das Ganze ist ein Fachforum der Freizeitindustrie und es gibt verschiedene, ja, nenne ich mal Aussteller aus der Industrie, die sich präsentieren und verschiedenste Fachvorträge, bei denen man auch beiwohnen kann und wo man wirklich viel mitnehmen kann, viel lernen kann. Wir waren bei der ersten Connex in Berlin und im vergangenen Jahr auch in München mit dabei. Das war schon sehr spannend. Und jetzt ist die Connex wieder in Berlin. Ich packe euch auch einen Link in die Videobeschreibung, da könnt ihr noch Tickets kaufen. Und im Moor Hotel in Berlin findet dann die VDFU Connex 2026 statt. Ist halt ein super spannendes, interessantes und gutes Networking-Event, bei dem ihr Leute kennenlernen könnt, Kontakte knüpfen könnt und sehr viel lernen könnt. Also nutzt eure Chance und kommt zur VDFU Connex nach Berlin im Februar. Ich bin sehr gespannt, wen wir von euch treffen werden. Ganz anderes Thema, Lightwater Valley. Haben wir im vergangenen Video auch schon drüber gesprochen. Was ich aber noch nicht erwähnt habe, ist, dass Lightwater Valley komplett von der Mellers Group übernommen wurde. Im letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass der Spinning Racer, den ihr von Bruckner auf der Reise in Deutschland kennt, inzwischen dann in Lightwater Valley wieder aufgebaut wurde, nachdem es dann eine kleine Reise durch den mittleren Nahen Osten gegangen und in verschiedenen Parks auch in England war. Und jetzt ist man wieder zurück in UK. Und die Mellers Group hat jetzt den Plan mit Lightwater Valley, den Park wieder groß und beliebt zu machen. Es sollen viele neue Rides auch kommen. Da habe ich ein bisschen Angst, weil man hat ja viel von der Reise in Deutschland aufgekauft und in die Wüste verkauft wieder oder da aufgestellt. Ist immer so, oh, mal gucken, was da kommt. Vor allem, wenn man viele neue Rides auf einmal machen möchte. Und aktuell richtet sich der Park halt an Familien mit Kindern unter 12 Jahren und man möchte aber in Zukunft die ganze Familie ansprechen und sich da auch ein bisschen breiter aufstellen. Wir waren bis jetzt noch nicht in dem Park, denn jedes Mal, wenn wir irgendwie drüben auf der Insel waren, es zeitlich nicht gepasst hat oder eine wichtige Bahn für uns SBNO war, also dort stand aber nicht fuhr und inzwischen auch nicht mehr steht, und zwar Ultimate, und das war eine, wenn nicht sogar die längste Achterbahn der Welt mit 2268,3 Metern. Das war damals die zweitlängste Achterbahn der Welt und wäre heute die drittlängste Achterbahn der Welt.
und ist bis 2019 gefahren, war von 2020 bis 2022 SBO, also Standing But Not Operated, und ist jetzt nicht mehr im Park. Das ist ein bisschen schade. Ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wie sich das dort weiterentwickelt. Wer sich auch weiterentwickelt, ist der Schwabenpark. Und da haben wir schon mal etwas ein bisschen angeteast für die Neuheit 2026, die im Sommer kommen soll. Und Turbo Tonis Wäscheschleuder ist die Neuheit für 2026. Kinder ab 3 Jahren und 90 cm Körpergröße können hier schon mitfahren und trotzdem ist das eine Attraktion für die ganze Familie, denn auch die Größeren haben ihren Spaß und haben eine aufregende Fahrt, während die Kleinen schon mitfahren können, und für die ganz großen, erwachsenen Alten, die nicht mehr können, ist das Ganze trotzdem nicht zu intensiv und auch noch fahrbar. Das alles wegen einer unfassbar guten und ausgeklügelten Fahrdynamik in bequemen Sitzen mit bequemen und sicheren Bügeln, die dich dann im Sitz halten. Und natürlich ist die Rede vom sogenannten Wild Swing von der Firma Art Engineering. Einfach ein super Fahrgeschäft, was hier im Schwabenpark dann auch noch untermalt wird mit einer passenden Musik, die auch hier wieder dann von der Firma IMAScore kommt, die ja auch schon zum Beispiel für die Wilde Hilde verantwortlich waren, was quasi auch so mehr oder weniger der Standort für die neue Attraktion wird. Zwischen Force One und Hummelbrummel entsteht nämlich Turbo Tonis Wäscheschleuder. Und dieser quasi 12 Meter hohe historische Waschzuber aus dem 19. Jahrhundert ist die Basis der Story, die über Turbo Toni berichtet, die wir vor Ort vielleicht noch mal etwas ausführlicher mitbringen werden. Aber kurz zusammengefasst: Toni ist ein Waschbär, der mag Ordnung, der mag Bewegung und er mag tüfteln. Und eines Tages gab es dann die Mission, für ein ganzes Dorf auf einmal die Wäsche trocknen, und dabei wurde dann diese überdimensional große Wäscheschleuder erfunden. Wie gesagt, das gucken wir uns vor Ort an. Das könnt ihr auch machen, dann sobald die Attraktion eröffnet ist. Aktuell ist der Schwabenpark in der Winterpause, wird aber ab dem 28. März wieder für euch da sein. Neues für deutsche Kirmesplätze. Die Firma Körmann war bis jetzt mit Escape das Abenteuer unterwegs und ist es jetzt nicht mehr. Das Fahrgeschäft wird verkauft und das Ganze relativ spontan. Selbst ist man noch bis Ende 2025 davon ausgegangen, mit Escape weiter in Deutschland auf der Reise zu sein. Und jetzt gibt es die Information, dass etwas ganz Neues kommt. Man ist und war auch komplett zufrieden mit Escape, aber es gab wohl ein Angebot und das war sehr verlockend und konnte nicht ausgeschlagen werden. Und so gibt es ein neues Fahrgeschäft 2026 auf der Reise. Huracan wird das Ganze heißen, und was es genau wird, ist noch nicht bekannt gegeben worden, aber was wohl schon mal Fakt ist: es wird kein Propeller, kein Turm und es schaukelt auch nichts. Es soll auf jeden Fall nichts schaukeln, wenn man richtig aufgebaut hat. Auf jeden Fall spannend. Was denkt ihr, kann da kommen, und habt ihr dann auch Bock, das Ganze bei Funfair online zu spielen? Das Ganze werden wir auf jeden Fall beobachten und euch dann updaten. Wo man auch zuschauen kann, sind Shows, vor allem cool sind Stunt-Shows. Und wenn ihr Bock habt, Stunts zu machen oder könnt und ähnliches, dann seid ihr gesucht. Denn die Jungs und Mädels von Stuntman Show Production suchen Verstärkung, und zwar Stunt-Performer. Und das für Shows in Themenparks in Spanien, Italien und Deutschland. Und ihr wisst es, Stuntman Show Production und Deutschland, das ist das Stunt-Team, was aktuell im Moviepark Germany aktiv ist. Und das ist egal, ob Autostuntfahrer, Motorradfahrer oder Leute, die einfach nur von irgendwelchen Dächern fallen oder diese Nahkampftechniken drauf haben für Stuntproduktionen. Alles wird gesucht. Und ihr seht es ja auch in dem Bild hier, die E-Mail-Adresse, an die ihr dann eure Bewerbung mit einem Video schicken könnt. Und vielleicht ist hier jemand dabei, für den das was ist, der sich das schon länger überlegt hat oder irgendwie da reinkommen möchte. Und dann ist es vielleicht ein ganz cooler Hinweis für euch, um da irgendwie was zu machen und euch demnächst irgendwo runterzustürzen oder mit dem Auto einfach total verrückt quer durch die Arena zu fahren. Wenn das alles zu wild ist und zu viel Auto und zu viel Krach, der fährt in den Kurpfalzpark, der mit K. Und der Kurpfalzpark bekommt einen neuen Charakter, und Wutzel und Piratenwutzel bekommen Zuwachs mit Ritterwutzel. Und das ist der Anfang für neue Abenteuer im Kurpfalzpark, quasi der Startschuss für eine neue Attraktion im Frühsommer 2026 im Kurpfalzpark.
Auch hier werden wir euch natürlich dann updaten, was genau kommt, was das Ganze ist, was die Besonderheiten sind und ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr abonniert den Kanal, nicht nur um das nicht zu verpassen, sondern um uns zu unterstützen. Euch kostet das nichts, uns bringt es aber ungemein weiter. Einmal auf Abonnieren klicken und dann geht es auch direkt weiter. Wo wir auch schon drüber gesprochen haben und letztes Jahr auch vor Ort waren, ist PortAventura Park in Spanien und die Achterbahn Dragon Khan. Da gab es sogar vor kurzem ein Einzelreview zu und auch da habe ich schon was erklärt von den Besonderheiten oder euch etwas gezeigt, was wir von der Bahn mitgenommen haben oder geschenkt bekommen haben. Und zwar handelt es sich bei Dragon Khan um einen B&M Sitting Coaster, der jetzt seine 30 Jahre hat und langsam, aber sicher auch ein wenig leidet. Das Material leidet. Und Looping sowie Copa Roll werden ausgetauscht. Haben wir auch in verschiedenen Videos schon ausführlich drüber gesprochen. Aber es gibt Bilder, wo man jetzt schon den Austausch der ersten Schienensegmente sehen kann. Und das ist schon groß und beeindruckend und wirklich krass, dass man das bei so einer Achterbahn macht, die natürlich echt gut dasteht und ikonisch für den Park ist und relativ wichtig für den Park auch ist. Aber auch das als kleines Update zu dem, wo wir schon drüber gesprochen haben. Wir haben es auch schon mal angesprochen, dass Belvade neue Attraktionen bekommt. Und zwar ist das ein sehr cooler Freizeitpark in Belgien. Und dort wird es 2026, Anfang 2026 sogar schon direkt, ich glaube sogar April ist angepeilt, Neuheiten geben. Unter anderem neue Gastronomie und auch einen neuen Abenteuerspielplatz, aber auch ein neues Fahrgeschäft und zwar von Art Engineering, ein Wild Swing. Und ich meine, Belvade ist einer von den zwei dieses Jahr, die den Wild Swing XL bekommen, also die größere Variante. Und das haben wir auf der Messe schon als Modell gezeigt. Da bin ich auch gespannt, das vor Ort zu sehen und den Unterschied zu sehen, wie der XL dann wirkt, wenn man den in echt und live sieht. Und vielleicht denkt der eine oder andere jetzt so, boah, ja, noch ein Wild Swing, noch ein Wild Swing. Ja, wirkt vielleicht viel, ist aber einfach super gut, ist ein sau starkes Fahrgeschäft, was einfach top aussieht, schön gestaltet werden kann und super viel Spaß bei der Fahrt macht. Ab 90 cm fahrbar ist, viele es fahren können und wollen und einfach wie ein Kettenflieger zum Beispiel ist, der steht auch in jedem Park und das muss auch, weil das macht erst einen Freizeitpark komplett. Neben so einem Zierer Kettenflieger und einem Kinderdrop Tower gehört auch einfach inzwischen Art Engineering Wild Swing zu jedem Freizeitpark dazu, meiner Meinung nach. Was ihr übrigens in diesen ganzen kleinen Teasern immer seht, das muss noch ein bisschen warten, aber es kommt bald. Dann können wir darüber reden, das wird wirklich cool und in der Zeit vergnügt ihr euch mit Funfair Online und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr zu einem neuen Video wieder hier auf dem Radio YouTube Kanal und euch schon mal einen wunderschönen Freitagabend oder ein schönes Wochenende oder schade, dass ihr zu spät seid, nach dem Wochenende guten Start in den Tag. Ich weiß es nicht. Egal wann ihr das Video seht, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und seid lieb zueinander.